Heute nähen wir zusammen das Nachthemd Gerti. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Das langärmliche Nachthemd mit Raglanärmeln sorgt gerade zur kalten Jahreszeit für einen angenehmen, kuscheligen Schlaf. Es ist knielang und einfach zu nähen. Das Schnittmuster verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich habe hier schon mal alle Teile zugeschnitten. Das ist das Rückteil und das Vorderteil. Diese Teile werden im Bruch zugeschnitten. Hinzu kommt noch 1 cm Nahtzugabe außen herum und am Saum 2 cm Saumzugabe. Zeichnet euch auch die Knipse für die Ärmel und die vordere und die hintere Mitte ein. Die beiden Ärmel werden gespiegelt zugeschnitten und enthalten ebenfalls 1 cm Nahtzugabe außen herum und 2 cm Saumzugabe. Zeichne dir auch hier die Knipse ein. Ich habe mir ein V für Vorderseite und ein R für Rückseite auf die linke Seite gezeichnet, damit ich später weiß, wie die Ärmel angenäht werden müssen. Das Bündchen wird quer zum Fadenlauf mit 1 cm Nahtzugabe außen herum zugeschnitten. Stecke dir nun mit Stoffklammern die Ärmel ans Vorderteil und ans Rückteil. Überprüfe nochmal, ob die Ärmel wirklich richtig zum Vorderteil und zum Rückteil liegen. Beim Zusammenstecken fängst du mit den Knipsen an und arbeitest dich an der Stoffkante entlang. Stecke so alle Seiten zusammen. Jetzt nähe ich mit 1 cm Nahtzugabe die gesteckten Teile zusammen. Das mache ich mit der Overlock. Wenn du keine Overlock hast, kannst du das mit dem Overlockstich deiner Nähmaschine machen oder auch mit dem Zickzackstich. Schau dir doch das Video Nähen von Jersey mit der Nähmaschine an. Dieses verlinke ich dir unten in der Infobox. Als nächstes bügele ich die Nähte flach. Büge dabei die Nahtzugabe zur Kleidermitte. Statt dem Bügeln könntest du die Nähte zum Beispiel mit dem Zickzackstich oder einem anderen elastischen Zierstich flach nähen. Nun stecke ich das Bündchen an der kurzen Kante rechts auf rechts zusammen. Nähe die Kanten mit 1 cm Nahtzugabe mit der Overlock oder dem Overlockstich deiner Nähmaschine zusammen. Biege den jetzt entstandenen Schlauch mittig, sodass die rechten Seiten nach außen schauen. An der genähten Kante sollten die Nähte aufeinandertreffen. Stecke dir hier eine Klammer. Stecke eine zweite Klammer genau gegenüber. Lege die beiden Klammern zusammen, um die anderen beiden Viertel zu ermitteln. Stecke 2 weitere Klammern. Jetzt musst du auch den Nachthemdausschnitt vierteln. Du hast ja bereits die vordere und hintere Mitte markiert. Stecke dir dort jeweils eine Klammer. Lege die Klammern wieder aufeinander und ermittle so die Mitte davon. Wie du sehen kannst, ist das nicht die Mitte des Armes. Das liegt daran, dass das Vorder- und das Rückteil auch nicht gleich groß ist. Hast du beide Teile geviertelt, legst du jetzt das Bündchen über den Halsausschnitt. Die Naht des Bündchens wird an der hinteren Mitte festgestickt. Stecke dann die gegenüberliegende Klammer mit der vorderen Mitte zusammen und die beiden anderen Viertel.
Wie du hier siehst, ist das Bündchen viel enger als der Jersey-Ausschnitt. Beim Nähen lege ich mir deshalb den Jersey-Stoff nach oben, damit ich genau sehen kann, wie weit ich das Bündchen ziehen muss, damit das Bündchen und der Stoff glatt daliegen. Der Jersey-Stoff darf dabei nicht gezogen werden. Jetzt nähe ich mit 1 cm Nahtzugabe bis zur Klammer. Wenn ich an der Klammer angekommen bin, entferne ich diese und ziehe mir das Bündchen im nächsten Viertel auf die Breite des Stoffes und nähe weiter. So nähe ich jetzt einmal um den Halsausschnitt herum. Richte dir die Nahtzugabe in Richtung Mitte, bevor du weiter nähst. Am Ende nähst du ein kleines Stück über den Nahtanfang. Somit wird der Übergang gleich versäubert. Jetzt bügele ich mir das Bündchen flach. Auch hier könntest du die Naht noch mit einem Zickzackstich oder einem anderen elastischen Stich fixieren. Jetzt werden noch die Ärmel und Seitennähte geschlossen. Dazu stecke ich mir die Klammern zusammen. Hier habe ich bei der Achsel begonnen. Achte beim Zusammenstecken darauf, dass diese Nähte bündig aufeinander liegen, um dort ein sauberes Ergebnis zu erhalten. Nähe dann die gesteckten Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Wende das Nachthemd auf rechts. Zum Schluss müssen noch die Säume genäht werden. Dazu steckst du die Saumzugabe von 2 cm nach innen fest und bügelst sie. Das machst du am Ärmel und am Rocksaum. Mit der Coverlock nähe ich jetzt entlang der 2 cm Markierung einmal außen herum am Rocksaum und am Ärmelsaum. Wenn du keine Coverlock hast, kannst du das genauso mit der Zwillingsnadel an der Nähmaschine machen. Wie das Nähen mit der Zwillingsnadel geht, kannst du dir im Video, das ich dir in der Beschreibung verlinke, anschauen. Beim Nähen fasse ich immer wieder unter den Stoff, damit dieser flach liegt. Für einen sauberen Übergang schneidet ihr die Fadenenden ab und näht etwas über den Anfang des Saumes. Ich empfehle, die Ärmel mit dem Freiarm zu nähen. Das geht um einiges einfacher. Da meine Maschine aber keinen hat, muss ich hier besonders aufpassen, damit ich keinen falschen Stoff mitnähe. Deshalb nähe ich immer nur ein kleines Stück, kontrolliere und nähe weiter. Hast du alles sauber abgesteckt und genäht, sieht das so aus. Oder mit der Zwillingsnadel so. Und fertig ist das Nachthemd Gerti. Noch mehr Nähprojekte findest du in meinem Shop und auch hier im Kanal. Also abonniere noch schnell den Kanal und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Tschüss!